Wir sind in Berlin, das ist die Circle Culture Gallery und ich finde, es passt ganz gut zu dem, was ich vorhabe. Und deswegen habe ich jetzt hier einen Ort gesucht, an dem alle zusammenkommen und mal sehen, was ich sonst noch so mache. Es ist ja nicht nur Musik, es gibt ja noch so viele Facetten im Hintergrund, die man eigentlich nicht sieht und die machen wir hier sichtbar. Ich mache viel, ich male Bilder, ich male eigentlich den ganzen Tag, egal wo, und kritzel immer nebenher irgendwas rum. Manchmal aber auch Leinwände. Ich habe mir eine Nähmaschine gekauft und nähe fleißig drauf los und mache irgendwelche Lederjacken. Dann plane ich die Videos, also bin irgendwie auch Regisseur und mache super gern Filme. Und dann mache ich noch Musik und das hat irgendwie am besten funktioniert bis jetzt. Das wurde es. Und deswegen ist natürlich die meiste Energie fließt gerade da rein, in Musik. Obwohl ich echt alles gleich gerne mache. Auf alles Bock. Es ist einfach neugierig sein, irgendwelche Dinge auszuprobieren und zu machen, auch wenn man sie nicht kann. Probier es aus, vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Aber wenn man sie nie ausprobiert hat, dann weiß man es ja nicht. Und so laufe ich, glaube ich, durch die Gegend und mache hier mal ein bisschen was, da ist auch so ein bisschen Forrest Gump-mäßig. Hier mal ein bisschen Ping-Pong spielen, wenn ich es kann, dann spiele ich noch eine Runde. Und wenn ich es nicht mag, dann mache ich es nicht, aber wenn ich es weitermachen will und besser werden will, dann übe ich halt. Und so ist es bei mir und ich mache deshalb ständig irgendwelche Dinge für mich und das kriegt kein Mensch mit. Und übe und werde besser. Also Musik und Kunst ist, vom Erschaffen ist es ähnlich. Es ist so immer, man kann nicht morgens reinkommen und das Gleiche machen wie gestern. Man muss jeden Tag was Neues erfinden. Ich glaube, ich habe seit 2 Jahren im Kopf, okay, wenn das Album rauskommt, der Moment, wenn es rauskommt und wir sind immer noch nicht da. Und wenn hier Menschen reinkommen und es öffentlich wird und die das Ding hören, das durch das Mac blättern, diese Bilder sehen und dieses ganze Movement drumherum mit 100.000 ins Gesicht gedonnert bekommen, dann wird's krass. Ich glaube, mir fällt auch krass was dann einfach von den Schultern so. Ich habe ja viele Bilder gemalt, 30, 40, 50, ich habe sie schon gar nicht mehr gezählt und die Hälfte verschenkt auch, aber noch nie jemand gezeigt. Und das ist auch so ein Ding, da bin ich auch krass nervös und gespannt. Für mich sind die irgendwie krass privat, die Bilder, weil die hingen immer in den privatesten Räumen, im Schlafzimmer, im Studio, auf der Toilette, in der Küche und zu Hause und jetzt auf einmal hängen die hier, das fühlt sich ganz komisch an. Die waren eigentlich für mich. Und dabei ging es mir beim Bildmalen nicht darum, das fertige Bild, das rahme ich ein, Gold und wunderschön. Eigentlich ist das Bild, was am Ende da ist, egal. Es hat Bock gemacht, das zu malen. War ich mit irgendeinem Mädchen, schöne Musik, wir hatten 2 Gläser Wein und hingen ab und haben das Ding gemalt und das war der perfekte Abend. Wenn ich das Bild sehe, dann sehe ich nicht, oh geiles Bild, geiler Strich, sondern ich sehe den Abend und ich sehe die Stimmung und ich sehe die Freunde, die da sind und ich sehe die Geschichte eigentlich dahinter. Und da geht es nicht um das Endprodukt, es geht um den Prozess, um das Machen, das Erschaffen. Ich hatte nie irgendwie einen großen Plan, dass ich dachte, ich werde Rapstar oder ich werde berühmt, im Leben nicht. Oder ich dachte immer nur, ich habe Bock, das zu machen, was ich gerade hatte, diese Woche, dieser Monat. Da hatte ich Bock zu malen, im nächsten Monat hatte ich Bock, einen Garten anzupflanzen. Und das war die Aufgabe für den Moment und die hat mich irgendwie weitergebracht, zum nächsten. True ist auch eine Lebenseinstellung, finde ich, für mich. Ich kann auf jeden Fall behaupten, ich war mein ganzes Leben true.
Und damit meine ich nicht, dass ich mal hier und da nicht gelogen habe oder so. Aber ich war trotzdem immer ehrlich in meiner Grundhaltung. Ich war immer der ich bin. Und ich werde immer der ich bin, bleiben. Und ob sich da das Umfeld und sonstige Dinge drumherum verändern, ist egal. Das nehme ich mit und surfe drumherum. Aber ich bin ich und ich habe mich nie verstellt oder verkauft oder für irgendwas gebückt. Ich war immer ich. Auch wenn ich natürlich mich ein bisschen verändere und das ist ganz normal, dass man sich weiterentwickelt. Aber so der Kern, der ist immer noch da. So dieses Kind, was in meiner Brust schaukelt, das schaukelt da immer noch den ganzen Tag rum. Und der ist immer noch derselbe Dude, den kenne ich. Was geht ab? Und deswegen dachte ich, als das Album losging, was erzähle ich der Welt und welchen Film mache ich? Und habe große Handlungen mir ausgedacht mit einer eigenen Sprache und wo findet statt im Jahr 3000 irgendwas, bis ich irgendwann dachte, erzähl einfach über das, was gerade passiert, wer du bist, wo du herkommst und wo du hin willst und das ist true, einfach, das bin ich. Und das ist auch das Interessanteste, finde ich. Ja, das ist halt true. Wir bläsen den Rauch in die Nacht, alles cool. Es wird ein bisschen leer und wir riden durch die City. Mrs. komm her, um zu tricken, ich gebe kein F. Sorry, tut mir leid, ihr seid nicht mein Level. Track, wir bleiben true. Ich und meine Clique, wir bleiben true.